Oh mein Gott, das ist das Beste. Das ist das allerbeste. Kennt ihr das? Das Lichtschwert, wo man was einsprechen kann und es macht das Geräusch. Da habe ich noch ein Video auf dem Handy. Warte, ich such's raus. Warte, es gibt Lichtschwerter. Da kann man seine eigenen Wörter aufnehmen. Pass mal auf. Hurensohn. Gucken wir noch ein zweites Video von denen. Und zwar die schlechtesten Star Wars Produkte. Oh, da werde ich bestimmt auch das ein oder andere erkennen. Da habe ich richtig Bock drauf. Schlechte Star Wars Produkte. Was fällt mir spontan ein? Weil wir gerade bei den Zwiebeln waren, fallen mir natürlich die BB-8 Orangen ein. Und viele werden sagen, der Jar Jar Binks Lutscher, aber der Jar Jar Binks Lutscher ist nicht weniger als legendär und da werden wir nichts dran kritisieren. Ich glaube, dass ich den schon in dem Dings hier gesehen habe, im Thumbnail, deswegen, der kommt halt eh nochmal dran. Surfshark. In 1977, virtually no one anticipated Star Wars to be a hit. Not the studios, not the toy companies, heck, not even George Lucas. That's why the movie was written with such conclusion. He just simply didn't think there was ever going to be a sequel. Witzig. Den Jar Jar habe ich links, der tanzt. Der tanzt auf Anschreien auch. Und er hat auch den Boba Fett-Helm. Den sieht man jetzt nicht, weil mein Gesicht davor ist, aber er hat auch den Boba Fett-Helm. Star Wars eventually released in May of that year, the film was only screening in 32 theaters across the US, and the merchandise made to promote the movie was just as underwhelming. We'll be seeing them in the shape of orange-flavored marshmallows, bubble bath here with galactic bubbles, and the soaps in different characters. With Was? expectations set remarkably low, 20th Century Fox was bracing themselves for a complete and utter box office bomb. But then, something amazing happened. The attendance at Star Wars has been almost astronomical. Already, it's the biggest box office hit in cinema history. I mean, I think Zu Recht. Episode 4 immer noch der beste Film der Welt. it's going to be a science fiction classic. The moviegoers wait for 6 hours or more. In London, after A New Hope ist immer noch der beste Star Wars Film aller Zeiten. a month, almost 600,000 flocked to see the film, an all-time record. Turns out, Star Wars was a smash hit. The film was considered to be a breath of fresh air for the box office, with its themes of wonder and sci-fi escapism Und bis heute lieben die Leute Star Wars. capturing the imaginations of Und kritisieren nichts daran. Das ist gut. Das ist ein Franchise, das hält sich sehr positiv. anyone and everyone, including boys, girls, and even male nerds in their 20s. Ja, die kennen wir. Oh, das war. Das war Episode 1, Alter. Das war 99. Da sind sie durchgedreht. Das war insane. On your cell phone. It was an unexpected, Der Hyper Episode 1 war wirklich. Das war so also das war so nicht in. Das war so irrational verrückt damals. pleasant surprise, which gave companies the green light to produce all kinds of Star Wars products and media for the next 46 years. The stats don't lie. Just take a look at the official Star Wars wiki and you'll soon realize that there has not Ich habe schon wirklich mehrere Bücher gehabt über Star Wars Merchandise. Da geht es nur ums Merchandise der ersten 3 Filme, ne? Ich hatte schon, also da gab es Episode 1 noch gar nicht. Da hatte ich schon ein Buch über Merchandise und mein Lieblings-Merchandise-Artikel, der sich mir bis auf alle Zeiten ins Gehirn gebrannt hat, war ein Speederbike aus Rückkehr der Jedi-Ritter als so ein Tretroller für Kids, wie so ein Catcar. Alter, in a single year since its das sah so cool aus. inception where a book, show, Christmas album, or Christmas-Album, Alter. toy hasn't been released. Allein Lego Star Wars. The official numbers are hard to Oh Mann, das war das Beste, ey. Als ich in den Fedes damals reinkam, an der Zeil, in den Bele, Digga. confirm, but according to publicly available data, Star Wars is the third highest grossing media franchise under Mickey Mouse and Pokemon, with an estimated $51.8 billion in total global revenue. And amazingly, $29 billion of that was garnered through merch.
So, with these numbers in mind, we can only conclude that, at least from a marketing standpoint, Star Wars is at its core a merchandise. Aber Star Wars hat auch einfach so. Star Wars hat halt so viel Merchandise und dadurch auch so viel geilen Scheiß und dafür durch auch so geilen Trash. Das war so geil, wie hieß der nochmal? Commando Talk oder was? Com-Talk? Boah, mega krass. Business. But this explanation will never justify Die ganze Hasbro-Line oder die ganze letzte Kenner-Line bevor, wann kam die raus? 96, 97? Geil, die ist so geil, Alter. the Jar Jar Binks Lollipop, the Ja, der ist Legende, Alter. Das ist wirklich das Beste. Habe ich 2 Stück. Kylo Ren Garden Salad, Was? Wann gab's den denn? or the Star Wars alien specifically designed to sell Pepsi. It got bad, okay? So today, we're Nee. taking a look back at some of the strangest marketing moves the Star Wars franchise has ever made, from regrettable toys to painfully bad marketing mascots. So sit back and enjoy. And what better way to do that than with a nice cool glass of blue milk? Cheers. Shoutouts. Blaue Milch im Galaxy's Edge schmeckt echt nicht so gut, muss ich auch mal sagen. In 1976, American toy company Mego committed corporate seppuku when executives rejected the Star Wars license, leaving rival company Kenner Toys to pick up the Das ist eines der Top 5 heiligsten Logos auf dem Planeten für mich. Es sieht nicht nur unfassbar aus, wenn ich das Logo sehe, sehe ich meine Kindheit vor mir. Und das ist wirklich so, die haben mit die besten Toylines der Welt mitzuverantworten. Der Welt. Ghostbusters, Real Ghostbusters, wo ich ja heute auch ein Video zu gemacht habe, ein gutes auf Instagram, könnt ihr gucken. Natürlich Star Wars, Captain Planet, Alien hatten sie eine geile Toyline und so weiter und so fort. Kenner hat wirklich abgerissen, das kann man sich nicht vorstellen, Alter. Die Police Academy Line, also name it so. Es ist einfach nur insane, was die rausgeklotzt haben. Die haben mit die besten Actionfiguren, Toylines aller Zeiten gemacht. Die sind wirklich der Chef und es freut mich immer wieder, wenn das Logo wieder auftaucht, dass Hasbro diesen Retro-Trend schön mitnimmt. Da gebe ich auch komplett rein. Da bin ich auch Sucker für alles. Wenn das irgendwo drauf ist, bin ich so, ja, Mann, Kenner. The only problem? The timing was a little tight. By the time Kenner had signed off on all the paperwork, the first movie was less Gibt sie heute auch noch. than a year away from hitting screens, and developing a toy line can often take multiple years, especially when dealing with a licensed property. There was simply no way Kenner would have Das war so blöd mit den Lichtschwertern im Arm. toys out by the time the movie released in May of '77. And according to their projections, they weren't even gonna have the toys ready for Christmas. In the Was das muss damals gebrummt haben, Alter, als diese ganzen Scheißsachen. Also das ist ja wirklich so viel gewesen. meantime, Kenner would fill the empty shelf space Ey, ich sag, wie es ist, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, ne, würde ich einfach nur in Toys R Us gehen. Ich würde einfach nur in Toys R Us gehen. with all sorts of junk, ranging from half-baked board games to puzzles to even Ich wüsste nur nicht, wann ich in der Timeline in Toys R Us gehen will. Als He-Man released ist und als He-Man gerade seinen Peak hatte oder als Star Wars seinen Peak hatte oder als so die Turtles und die Ghostbusters ihren Peak hatten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Als Videospiele, als Super Nintendo-Spiele ihren Peak hatten. just label-swapping pre-existing toys with Star Wars imagery. Alter. Anything to try and buy time and revenue before the release of the action figures. Es gab den Java, aber das war nur so ein Pappding, ne? But with December fast approaching, the hype for Star Wars had only grown, and Kenner was Star Wars. starting to realize just how much revenue they were going to lose during the Da wurde noch in Amerika der Kram verpackt, Alter. holidays. Imagine sitting on a piece of intellectual property worth millions, with people begging you to take their money. Witzigerweise hat es die Geschichte 2019 wiederholt, als es kein Grogu-Merchandise gab. Erinnert ihr euch noch an diese 5, 6 Monate, als es keinen einzigen Grogu-Merchandise-Artikel gab und die Welt sich danach lechzte und der Funko Pop in der Vorbestellung der zweiterfolgreichste Funko Pop aller Zeiten war, obwohl er noch nicht mal draußen war?
Der Grogu Funko Pop war sofort instant auf Anschlag der zweiterfolgreichste Funko Pop aller Zeiten innerhalb von wenigen Wochen, weil es nichts an Alternativen gab und der Funko war noch nicht mal draußen. Es waren nur Pre-Orders, aber die Leute haben so dumm gepreordert, dass das Ding einfach innerhalb von wenigen Wochen der meistverkaufteste Funko Pop nach Harry Potter war. Mary, mach's gut. But you have nothing to Auch komplett dumm. Sorry. Unangenehm. Wie der Papst. give them. It's practically a capitalist's worst nightmare. Early Bird Set. Krass. Wenn du das heute noch hast, ultra viel wert. So, a plan was hatched. A desperate plan, but a plan nonetheless. But before we get to that, here Um genauer zu sein, ist der meistverkaufte der Harry Potter mit der Eule. Einfach toll. Dankeschön. Shoutouts. a message from today's sponsor, Surfshark. Ja, haben wir hier eh nicht. Encrypted. I'm in only country Vorbestellung before it was dump. Hey, 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 hey. Hey, 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 ja? Wir sind die Ehrlichen bei Vorbestellungen. Warum denn wack? Alles ist ja nicht schlimm. Bei NTG vorbestellt ist immer noch geil, das stimmt. Wir sind leider auch natürlich also ist egal, anderes Thema. Den Monitor hatte ich im Übrigen auch. months before Christmas, Kenner would launch a commercial for the Star Wars Early Bird toy set, which Ey, das ist so viel Geld wert. Ich habe es einmal in live gesehen. Einmal habe ich es in live gesehen. was essentially just an empty piece of cardboard with an IOU inside. Chewbacca, Luke, and Princess Leia. They're the Star Wars Early Bird set of figures. The plan was to have kids purchase the package, fill out the form inside, and mail it off to Kenner. And in the next Kenner, Alter. 2 to 6 months, they would hopefully receive a set of 4 new Star Wars action figures. Now, just to be clear, this wasn't some old, tried-and-true marketing tactic from the 70s. This was completely unprecedented then, and it still is now. I mean, the whole idea meant kids would wake up Christmas morning to find a literal piece of cardboard under the tree, only to be told they'd have to wait halfway until Ey, ich hatte gedacht, die haben das bevor dem Film-Release gemacht, das Early Birds. Ich habe das immer falsch gesagt, ich habe das falsch in Erinnerung gehabt. Das war draußen, als der Film schon Hype hatte. Okay. next Christmas to get their gift. The idea was bold and kind of greedy, but it worked. Turns out fans were so excited for these toys that they were willing to wait, and Kenner ended up selling hundreds of thousands of these things. Wahnsinn, Alter. Better yet, the toys were delivered on time without any major recorded hiccups. Sure, Luke's lightsaber made absolutely no sense. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Apart from that, the toys were great quality. Now, we may look back at the idea of selling a piece of cardboard to children as kind of an ethical no-no, but have things really changed much? Today, people are still more than happy to fork over their hard-earned money for early access video games, pre-orders, and crowd-funded projects, so it's hard to criticize Kenner too much. Except Das stimmt. Ich find's also, ey, weißt du, man muss ja mal ein anderes Phänomen nehmen, und zwar E.T. auf dem Atari, was dann halt einfach durchgeboxt wurde und eine Drecksqualität hatte. Und ey, hier haben die Leute gewartet, haben aber was Cooles bekommen, was bis heute ikonisch ist im positiven Sinne. Und bei E.T. hat man was ganz schnell rausgerotzt. Ein einziger Typ musste das machen und es war für alle beschissen. Und am Ende des Tages ist es auch ikonisch, aber im negativsten Sinne. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass es das so gab. when they released the Uncle Owen and Aunt Beru action figures, that was kind of deserved. Das war ja auch ein Fun. Das war ja einfach nur Gag. Kind of deserved. Das muss man Leuten immer dazu erklären, dass es ein Gag war, weil Leute schicken mir das immer und sagen, so findest du das cool, dass es sowas gibt von deinem Lieblingsfranchise? Oh mein Gott, bist du dumm. Okay, fast forward to 1990. Oh, die Stickerbögen! Die ganzen fucking Stickerbögen! Okay, Ich habe immer noch den Jar Jar Stickerbogen und ich habe immer noch den Obi-Wan Stickerbogen. Den Qui-Gon Jinn Obi-Wan Stickerbogen.
Fast forward to 1999. The first Star Wars prequel is just about to be released. Gaming Klaus, Dankeschön für 2 verschenkte Abos an Fan Knobi und Manu Silverstein. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. 333 Abos. Schnapszahl. And Pepsi is at the forefront of the marketing campaign. Pepsi war so krass, Alter. Ich meine, die hatten einen Jar Jar, eine eigene Jar Jar-Figur Life-Size. Die suche ich ja bis heute noch. Having secured a $2 billion deal in 1996, Alter. Pepsi was Ich habe immer noch ein Original Pepsi-Banner von Star Wars. Nee, ist es ein Pizza Hut oder ein Pepsi-Banner? Oder beides. Ein Original-Banner von Episode 1. Hat mir irgendwann mal ein Hörer geschickt. Den hat er irgendwo gefunden auf dem Dachboden. Und ich habe auch einen zu, ich glaube, Waterboy. Ein Original-Banner von 1996 zu Waterboy. Geil. comfortably Ich hab so geilen Scheiß, ne? as the #1 brand partnered with the movie of the decade. And needless to say, Das war wirklich, ey, Episode 1 war einfach das Unfassbarste, was es jemals gab in Sachen Hype. Das war wirklich krass, Mann. Also unabhängig davon, ob man das jetzt gut fand oder nicht, das war einfach irre. they were over the moon of Endor. No, but you could tell Pepsi was pretty hyped, and this led their marketing team to come up with a fairly ambitious plan for the summer of '99. That year, Pepsi would use a mascot to promote their tie-in with Star Wars, and instead of using a character from the actual canon, Unser Jar Jar. they somehow got the green light to design their very own Star Wars alien. Genial. Sieht einfach aus wie aus Man in Black. Bad feeling about this. The character's name is Marfalump, which admittedly sounds a whole lot more Dr. Seuss than Star Wars, but whatever. The point is, Frag doch mal für mich an. Was müssen wir? Frag an und das wird Donation Goal. Geh mal ins Gespräch mit dem. Sag ihm, Maxi will den und wir müssen Donation Goal hochmachen. Dank dir, kauf mir Bone Storm. Kuss. Pepsi had really high hopes for this guy. Like, really high. And their optimism led them to make an entire mini documentary on their creative process, which, in terms of content, is, quite frankly, an absolute goldmine. The power of the Marfalump idea is it's one simple idea. It's not about Pepsi or Star Wars. It's about a character that loves both. Okay, so here we get our first bit of insight into the creative genius behind Dass es dazu ein Werbevideo gibt, das ist genial. Lump. You see, the partnership is about Star Wars and Aber sag ihm nicht, dass der dann denkt, er nimmt 5.000 Euro. Sag ihm, ich bin jetzt richtig drin gerade, ne, mit dem Jar Jar. Sag ihm, wir sind nur eine kleine Community, wir sind nicht so reich. Aber wir haben Bock. Alexa, seit wann kriege ich eine Mitteilung? Lev ist jetzt bei Alexa dabei. Ist das ein abstürzendes Flugzeug-Emoji? Was ist das? Pepsi. So what if the character Wir loved beziehen alle nur Bürgergeld. Wir sind dumm und arm. Star Wars Beziehungsweise nein. Das war wieder Mickey Mouse mit der Geldpistole. Weil ich gesagt habe, Episode 1 ist gut, jetzt kaufen 3 Leute mehr eine DVD. and Pepsi? Look, I'm not asking for an emotionally complex three-dimensional character here, but this sounds like the entire backstory was hashed out in a 15-minute boardroom meeting. Likes Pepsi, likes Star Wars. You guys remember Pepsi Man? Pepsi Pepsi Man, es gab ja auch mal Pepsi Man. Man never said a word and still somehow managed to have substantially more character depth than Marfalump. But according to the creators, Marf was the perfect marriage between the two brands, and their excitement was palpable. Star Wars and Pepsi have a very close association, and we wanted to create a character that can show the fun of Star Wars and the fun of drinking Pepsi all in one. Wow, he literally just described Es gab da auch ein Pepsi Man Videospiel, oder? Was es so kostenlos, glaube ich, für die PlayStation 1 oder sowas als Demo gab. Genial. partnership with the length Da schreibt sogar jemand, Pepsi Man, bestes Videospiel. of a Für welche Konsole kam es nochmal raus? fourth grade English assignment.
It's like they don't even know what makes both these brands so great. Is drinking soda even fun? Is that something people say? Am I having PS1. Ja, ich hatte recht. fun right now? I don't... Kann gut sein, dass es Japan-exklusiv ist. Da weiß ich nicht mehr hundertprozentig Bescheid. Ich habe es selber nicht gehabt, aber ich hätte es gern. Ein zweites Nation Goal, Pepsi Man. Okay, maybe... Aber es tun sich Chancen auf, dass ich dies Jahr noch nach Japan fliege. Vielleicht. Unter Umständen. Gucken wir mal. I'm going a little too hard on Pepsi. But look at it this way. Pepsi ist okay. Ich trinke schon ab. Marketing 101 tells us that any good brand should have a story to tell. And Hey, it ich kind weiß of noch, wie Episode 1 im Kino lief und ich war bei Pizza Hut und ich habe den heute noch, den Prinzessin Amidala Pitcher, den Pepsi Pitcher, genial. like Pepsi didn't know what they were trying to communicate with this campaign. He's our connection. He's the connection between that fantasy that George... Leute, ich habe bald Geburtstag, ich werde 40. Ich habe euch die letzten 10 Jahre gut unterhalten. Ihr könnt jetzt mal ein bisschen Gas geben, dass wir diesen Jar Jar kriegen. Wie ist die Preisrecherche? Bonestorm, wie ist die Preisrecherche? This is creating and that people are just going to have a blast with this summer. And Pepsi. There's also the issue of the character's design. In a lot of ways, Marfalump kind of feels like a parody of Star Wars fans. According to the commercials, he lives in his parents' basement, is seemingly overweight, and is addicted to Pepsi products. Das ist ja ein tolles Produkt. Pepsi cans mostly in his upper arms because his fingers have been designed to do that kind of action. Wait, did they just imply that Marfalump's hands were specifically engineered to hold... Hast du eigentlich einen Cutter gefunden? Ich habe ein paar Leute gehabt, die mir geschrieben haben. Aber ich habe tatsächlich dann im Weihnachtsstress vergessen, das auszuwerten. See, he even wears a stained Star Wars t-shirt that's... Die Figur ist halt genial, ne? 2 sizes too small, which kind of gives the implication that he's a bit of a man-child. In a lot of ways, Pepsi was unintentionally roasting Star Wars fans. Hey. In their eyes, Marfalump was their ticket, and you could tell by the way executives spoke that they were looking for a pretty big payout with this new campaign. We're looking for magic this summer. We're gonna get it. Whoa, the corporate facade has been lifted. That lady just said in so many words that this thing damn better make money or someone's gonna pay, and frankly, I believe her. Then the promotion launches and Pepsi goes in guns blazing with an ad that features an X-Wing blowing up a Death Star made to look like the Coca-Cola logo. As for the actual ads, there were 3 separate commercials that aired during the summer of '99. Each featuring Marfalump. Ey, der Sommer 99 war merchandise-technisch wirklich ein ganz anderes Level. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich finde, der Dezember 2015 war nah dran, aber bei Weitem nicht so krass wie das, was da passiert ist. Für die Leute, die damals zu klein waren oder vielleicht sogar noch nicht gelebt haben, das war wirklich absurd. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie gesagt, der Bele in Frankfurt, ja, unser Spielwarenladen, der Fedestar, an der Konstabler Wache, ja, Konstabler war der, Jesus Christ. Sowas habe ich in meinem Leben danach und davor nie wieder gesehen für irgendwas. Nie wieder. Die hatten eine ganze Etage für Star Wars. Alles war in diesem Rot-Schwarz getunkt. Es gab einfach, ich habe so viel dumme Sachen bekommen von meiner Mom. Meine Mom die hat halt nebendran gearbeitet beim Gabler, das war der Taschenladen, und die hat mir dann immer mal was mitgebracht, weil sie wusste, ich freue mich so auf Star Wars. Hat mir mal eine Actionfigur mitgebracht oder auch mal einen Rubik's Cube mit Darth Mauls Gesicht, aber der war dann auch so Darth Maul shaped, also der war nicht eckig und man hatte den so lieblos drauf, sondern das war Darth Mauls Kopf, aber als Rubik's Cube. Insane. Es gab alles. Es war einfach verrückt. Es gab wirklich einfach literally alles. Crazy antics and ever so infectious catchphrase of "Oh joy! Oh joy! Oh joy!" But it's kind of debatable as to whether or not Marfalump really resonated with audiences. The character didn't last longer than a year, and while that may have been Pepsi's intention, their excitement for the mascot kind of made you think they were hoping for a longer run. Ich kannte das nicht. Also ich habe davon zum ersten Mal gerade gehört und ich finde es einfach nur lovely. Ich bin voller Fan. Ich finde es auch kein Scheißproblem. Ich finde es mega. Ich wäre voll komplett drauf ausgerastet. So, das ist super geil. Hey, Star Wars fans have almost completely forgotten about the Marf. And der Marf, Alter. It's very possible that they're... Warum cosplayt den keiner? Das will ich nächstes Jahr mal sehen auf der Comic-Con, Alter. Der Marf. Quite happy pretending it just never happened.
but some have tried to keep the memory alive. On r/Marfalump, a whopping 10 users are still trying to keep the fandom going. Marflump. Discussing Marf theories, quoting lines, and just 10 Leute auf Reddit. Ich lieb alles. Talkin' Marf. Or not. But if it just so happens that we never see Marf again, please join me in raising one last Pepsi to the embodiment of joy himself, Marfalump. Auf Marf. Okay. Can I have a Coke now? Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh. In 1990, the Star Wars franchise was in an awkward limbo. At this point, the last movie had come out 7 years ago, and there was still no word of when production would begin for the new films. Of course, Star Wars media and material was still being produced. Das war halt krass, ne, weil ich war ja auch zu dem Zeitpunkt so, naja, 1990 war ich noch kein Star Wars-Fan. Ich war so Star Wars-Fan ab 95 war ich drin. Und man hatte halt das Gefühl, 94, 95, 96, als ich so anfing, dass Star Wars immer trotzdem präsent war. Es gab immer wieder Re-Releases auf VHS, jetzt gab es noch mit Widescreen und noch besserem Sound und sowas, ne? Dann gab es super viel, wie wir hier sehen, Comics, Videospiele, gab es ganz viel. Also die Star Wars-Marke wurde eigentlich immer wieder befeuert mit ganz viel anderem Kram, aber es gab halt keine Filme und damals ja eh noch keine Serien. Also hat man sich halt damit durchgehangelt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Star Wars weg war. And the franchise had maintained popularity. An diese 3 Filme, Alter, das ist wirklich einfach, das mittlere Plakat ist eines der schönsten Kinoplakate, die es jemals gab. Das zu Empire Strikes Back finde ich eines der ästhetischsten und schönsten Kinoplakate aller. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte das an meiner Tür hängen und ich habe das Plakat wirklich geliebt. Und wenn ich irgendwann mal wieder einen großen Flur habe, also ich habe auch einen großen Flur, aber da kann ich nicht gut Bilder drin aufhängen, kommen die 3 auch so, wie sie da sind, nochmal an die Wand, weil sie einfach geile Poster sind, Alter. Return of the Jedi ist auch so ein krasses Poster. Episode 4 hier, New Hope, hat auch so ein geiles Poster. Obwohl da dieses andere noch epischer ist. Das andere auf Japanisch. Beste. But the push for advertising new products wasn't as demanding as it was in the 70s and 80s. This would lead a small Italian toothpaste company to take a seemingly bold risk in regards to their advertising efforts. In 1990, the company Iyoda-san would release 2 separate commercials featuring Star Wars characters in their advertisements. And to this day, it's very debatable as to whether or not this was actually done legally. Sure, in the commercials, Darth Vader looks pretty convincing, but look closely at their lightsabers. For some reason, they start out white and then just keep changing color throughout the commercial. I think Darth Vader is supposed to represent plaque buildup, and the guy playing Luke is supposed to be fighting it off with a Das ist Rocco, oder? lightsaber. Der Sifredi-Meister. I don't know. The whole thing is in Italian, so I'm probably lacking context, but most licensees have very specific guidelines when portraying their intellectual property. It just seems Ach, das nehmen wir mal nicht so. Stellt euch mal nicht so an. Likely that they would allow for such Lizenz, Alter. creative liberties like this to be taken. But even with all things considered, I'm gonna give Iyoda-san the benefit of the doubt. It's very possible that during the early 90s, Star Wars was just cheaper to license due to its waning relevancy, and this commercial may have just been able to slip through the cracks in regards to quality control. But had this been Disney, who acquired the Star Wars license in 2012, I'd imagine the situation would have turned out a little differently. Throughout the almost 50 years of Star Wars merchandising, the lightsaber has easily been one of the most coveted children's toys to grace store shelves. It's a timeless classic, and my audience even placed it in S tier when compiling our toy Was ist denn da so? Tech Deck list on stream. But the product hasn't always been perfect.
From early on, the lightsaber proved to be somewhat of a challenge with regards to child safety. Ich finde aber, was ich ganz schlimm finde, was Hasbro ja in den letzten Jahren trotzdem gemacht hat, ich glaube, das haben sie jetzt auch schon wieder nicht mehr, aber das hatten sie so, als Episode 7 kam und sowas, da hatten sie ja diese Lightsaber-Builders. Kennt ihr die man so aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, damit man sich so abgefahrene Lichtschwerter machen kann? Das war richtig räudig. Das war richtig schlecht, Alter. Das war richtig kacke. And its actual engineering. The first rendition, released in 1977, was basically just a blow-up balloon with a light bulb inside. It's the new Star Wars lightsaber from Kenner. Inflation required, batteries not included. It was also a little flimsier than it should have been, and kinda looked more like you were swinging around a giant inflatable condom. I mean, look at this photo. How do you get excited for something like this out of the box? Needless to say, it was a design that hadn't yet refined all the features that would eventually make the toy great. In fact, it kind of lacked all of them. Different colored swords? Nope. Epic duels with buddies? Nope. Eye-watering knuckle busters? No, no, no. Now, as much as I'd like to say this toy got better in the 80s, it may have arguably gotten worse. A few years later, another rendition would hit shelves, this time with the familiar hard plastic design. But the actual saber was about the length of a popsicle. Moment mal, I das mean, hat look man at this einfach picture. aufgeblasen? That's not the lightsaber in the process of extending. Das sind die Bausätze, die es auch in Disneyland gibt, oder? Nein. Also nicht die coolen, die du in Dings machen kannst, in Galaxy's Edge. Das sind schon gute Bausätze. Das ist schon richtig geil. Ich wüsste jetzt nicht, was du meinst. Ich habe die, glaube ich, da noch nicht gesehen. In Disneyland Paris, diese Builders. Die Builders sind Schrott. Das im Disneyland, das ist ja was ganz anderes. Im Galaxy's Edge, das ist krass. That's literally it. Das sind ja hochwertige Teile. Da brauchst du ja auch ein richtiges Lichtschwert. This fiasco of almost getting lightsaber. Also das wird diesen Gummi-Aufblas-Kondom da, das fasst ja gar nicht, Alter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Right would continue. Ich weiß so viel über Star Wars Merchandise. Ich weiß anscheinend wirklich gar nichts. For way too long, until about 1996, when Hasbro arguably perfected it. This version was the epitome of what a toy. Das war so geil. Das erste von Hasbro Kenner war so geil, 99 oder wann es kam. Lightsaber should 95. Boah. be. It was over 3 feet long, had lights and sounds, and extended with the push of a button. Apart from being able to take your hand off, it was pretty much the real deal. From there, we'd continue to get film-accurate, extendable lightsabers well into the 2000s. It was the golden age, until Hasbro eventually got bored and started innovating. From what I can tell, the first offense began in 2015, when Hasbro released the Star Wars Blade Builders collection. It seems like the idea here was to give children the ability to The Blade Builders. Das ist so doof. Customize their own lightsabers with infinite attachments and possibilities, which means the Star Wars nerd in me is seething. I mean, I'm not going to even bother mentioning the complete disregard for the actual canon. Just look at this. Half of these abominations don't even make any practical sense. It's like they just cherry-picked the word fun from functionality and threw out the rest. Look at this guy. Imagine pulling up to the next Jedi Temple meeting with that thing. There's no coming back from that. Not to mention, I don't even know which way you're supposed to hold some of these. But of course, at the end of the day, I am just a grown man getting angry Mit einer Knarre drin ist halt auch geil. So Anti-Jedi einfach. at a kid's toy for failing to abide by the imaginary rules that exist within a fictional universe. Besides, according to reviews on Amazon, kids absolutely love these toys, so you win, Hasbro. Once again, I am but the fool. Another weird innovation was the Star Wars. Oh mein Gott, das ist das Beste. Das ist das allerbeste. Kennt ihr das? Das Lichtschwert, wo man was einsprechen kann und es macht das Geräusch. Da habe ich noch ein Video auf dem Handy. Warte, ich such's raus. Ich hoffe, ich find's. Ich hoffe, ich find's schnell. Okay, warte. Wo will ich? Warte, es gibt Lichtschwerter. Da kann man seine eigenen Wörter aufnehmen. Pass mal auf. Hurensohn.
schwer, ne? Da kann man seine eigenen Wörter aufnehmen. Pass mal auf. Hurensohn. Weiter geht's. Scream Saber, which allowed kids to record a clip of their voice and play it back through the lightsaber. I guess Hasbro thought this was just a silly idea that would have kids doing Chewbacca impressions, but I think literally everyone else had other ideas. After the beep, say something loud. I'm gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. I mean, in what Alle die gleiche Scheiße, oder? Alle die gleichen Idioten. Das ist so dumm. world did Hasbro ever expect kids to use this appropriately? The first time I saw it on shelves, I was overwhelmed with the possibilities, and not one idea could I share without getting age restricted. But thankfully, nowadays it seems like Hasbro is kind of coming back to its roots and producing much simpler lightsabers with less bells and whistles. One of the latest releases, called Lightsaber Academy, looks pretty promising. Let's just hope you don't have to connect to Wi-Fi or something to use it. Enter the Lightsaber Academy app on your device and sync your lightsaber. God damn. Oh nee, nein, wer kommt jetzt? Grogu Merchandise. Grogu Merchandise! Number of Star Wars movies. Der B-Flügel bei NTG gebührt dem Grogu Merchandise. Video games and TV shows, we are almost always met with brand new characters to help tell each story. Super duper green, Dankeschön für Prime 3 Monate, Kuss. It's a big galaxy out there, and with new adventures comes new characters the franchise can introduce. Wisst ihr noch, wo sich Leute darüber aufgeregt haben, dass der Pork zu sehr ausgelutscht werden würde? Der Pork war nicht mal der Anfang von dem, was nur wenige Jahre später, 2 Jahre später folgen sollte. Dann kam nämlich dieser kleine grüne Scheißer hier und hat einmal alles auf links gedreht. And in some cases, profit off of. As we already learned, merchandising is the core source of revenue for the Star Wars franchise. And it's usually the fan... Das gehört halt auch zum Ruf von Star Wars. Das hat sich Star Wars halt auch erarbeitet, dass man sagt, Merchandise ist Part von Star Wars. Deswegen habe ich es auch als Episode 7 und 8 und 9 ins Kino kamen, wirklich als Beleidigung empfunden, dass die Abteilung teilweise im Smith so groß war. Ich meine, Lego Star Wars Abteilung ist immer big so, aber so die Hasbro Abteilung war richtig scheiße, vor allem nachdem Episode 7 so geknallt hat. Bei Rogue One war es noch okay, aber auch nicht mehr viel. Und dann mit 8 und 9 wird es richtig wenig in Solo. Favorites that make the most bucks. Now, that's not to say that Star Wars is creating certain characters solely for the purpose of merchandising, but it couldn't have been too far in the back of their minds. The first possible evidence of this can be traced back to the original Vorsicht, mein Freund. Vorsicht. trilogy, specifically Return of the Jedi. In the movie, it was originally the Wookiees that were supposed 7 war schon krass. 7 war merchandise-technisch schon krass. 7 war merchandise-technisch übertrieben. 8 und 9 waren Kinkerlitzchen. defend their homeworld from the Empire. But this was later changed to be the Ewoks, which were just a more cute and cuddly version Die Ewoks fühle ich halt auch gar nicht, ne? of their original choice. Ich hab nichts gegen die, aber ich fühle die halt nicht. Die sind mir so... Now, there are convincing reasons to suggest that this was purely a creative decision, but then we got an Ewok TV show and merchandise, so... Yeah, das ist alles so geil. Aber geile Colorways, so ist geil farbig. You be the judge. Another character that proved to be a hit with audiences was Darth Maul, whose edgy red-on-black character design... Ja, Mann. Wie Spawn und Shadow und... Wer ist es? Sasuke? And novel two-bladed lightsaber were a first for the franchise. Maul was a Sith Lord for the new millennia, and in 1999, he was the must-have toy for Star Wars. Ja, Mann, die Figur ist aber auch geil, Alter. Die rote Karte ist so geil, Alter. Bam. What are you looking for? Dass die Tachi sein... Ah, okay, Entschuldigung. Naruto-Fans, beruhigt euch, ja? Beruhigt euch mal, Naruto-Fans. Kuss. Oh, das Small Fahrzeug. Ah, es kommt jetzt von Hot Toys.
Oh, Darth Maul, baby. Darth Maul. Nee, es stimmt nicht. Es kommt als Funko-Pop. Ähnlich. Das ist ähnlich. Dieses Jahr wird Episode 1 ja 25 und ich kann euch sagen, ich habe die Liste schon gesehen, ich habe die Pops noch nicht gesehen, wie sie aussehen, aber ich kann euch sagen, es wird saftig. Für Episode 1-Fans wird es dieses Jahr saftig und auch für NTG-Exclusive-Fans wird es dieses Jahr Jar Jar-mäßig saftig. Da habe ich auf jeden Fall schon die ein oder andere Bombe im Petto für euch. Star Wars figures. You gotta have them, they're coming out. Darth Maul was the literal poster boy for the entire Die Figur hatte ich. Phantom Menace toy line. Die Hasbro Podracer, die sind so gut. And this had manufacturers plastering him on every single action Das war einfach eine unfassbare Toyline. Ich sag's immer wieder, die waren so gut. figure they produced. Want a Padme figure? Darth Maul. Qui-Gon Jinn? Darth Maul. Darth Maul? Darth Maul! But out of all the merch-friendly characters in the Star Wars universe, only one has managed to take the crown above all others. And it doesn't even come close. In 2019, with the release of The Mandalorian, audiences would be introduced to Grogu, aka the... Ey, das war wirklich nachhaltig betrachtet 2019, als die Wiege aufging und man hat ihn gesehen, für diese wenigen Sekunden von der ersten Folge Mando, war ich wirklich so, das wird alles verändern. Mein erster Tweet war einfach nur Baby Yoda, 8 Ausrufezeichen. Da hat noch niemand, ich habe Baby Yoda erfunden. You heard it here first. Child, aka Baby Yoda. And it was love at first sight. Es war einfach ein magischer Moment. Und jeder, der was anderes sagt, hat kein Herz. Der hasst auch Hunde und Katzen. Grogu had achieved the minion effect. There were Hey. Vorsichtig. toys, memes, Hey. book bags, Memes waren es viele, ja. keychains. Heck, I haven't even checked if there's a Grogu keychain. I just know that when I edit this video, Natürlich. Allein Funko hat, glaube ich, 6 verschiedene Grogu Keychains. I'll find one. Now, there's no denying that Grogu has the cuteness factor, which is a trait that has definitely granted him widespread consumer appeal. In fact, this popularity may have crowned him as the new King of the Mall. That's right, Grogu reitet die My Little Pony Welle. Manchmal reichen die Kommentare nicht für einen Blog, aber ich will trotzdem. over Jack Skellington. Get out of here, Invader Zim. Seems like Okay, das ist aber, glaube ich, auch das kein europäisches Thema. Is now officially the hottest topic. Thank you. Needless to say, Grogu was Da ist er, der Disneyland Grogu. Ist jetzt gerade im Disneyland. Grand Slam for Disney. Reports show that by Galactic Snacking Grogu. Größter Flop in der Geschichte von NTG. 25 Stück oder so 30 Stück von bestellt. Zum Vollpreis, glaube ich, 2 verkauft. 5 verkauft, dass sie gerade noch so gewinnen oder zumindest even waren. Und den Rest musste ich mit 20, 30 Euro Verlust pro Figur rausballern. Nobody cared. Nobody cared for Galactic Snacking Grogu. Es war einfach ein Desaster. Das Ding war zu teuer. Es sah scheiße aus. Jetzt kann ich sagen, wo er weg ist. Ich habe immer gesagt, hey, ist ja nicht süß. Aber ich hatte wirklich, ich als Grogu-Fanboy war wirklich so, Galactic Snacking Grogu war einfach eine Null. 2020, Grogu merchandise had increased toy revenue for Star Wars by 70%. And that's barely scratching the surface of the Dieses Oberteil, das habe ich auch damals in Disneyland gesehen, in Disney World. Das ist eine Disneyland-Merchandise-Abteilung im Übrigen. Das ist, glaube ich, sogar die in Disneyland direkt neben Space Mountain in Disneyland Anaheim. Craze. Baby Yoda was a cultural phenomenon, offline and online. Which reminds me about the memes. Oh my god, the memes. Oh, die Memes, Alter. Height of Grogu's popularity, it seemed like any conceivable idea was being communicated in the form of a Baby Yoda meme. For example, how about these super relatable memes from r/Jeep memes, with hits like, my face when asking the wife for money to buy Jeep parts.
Or my face when I'm in my Jeep and I see a mud hole. It was like a mass psychosis. I once saw a man who was built like a professional wrestler wearing a Baby Yoda When the Beat Drops t-shirt. Oh, and another thing. Liking Baby Yoda is not a personality. Can you tell I feel strongly about this one? I don't know what it is, but it's something about cute characters being used as cash cows that just immediately ruins their charm for me. But for superfans, it seems like Hey. they can justify pretty much any purchase with one simple word. Super cute. The bag is cute. Super cute. So freaking cute. How adorable is that? Listen, I understand this is a me problem, and for some, this level of cynicism towards a fictional character might be a bit of a turnoff. But I just can't hide it anymore. I don't like Baby Yoda. But okay, Red Flag. Das war's mit dem Kanal. I also don't like being close-minded. So, I reached out to my good friend Nick in the hopes that he might be able to change my opinion. You see, Nick and I may share a name, but our opinions on Baby Yoda are quite conflicting. I kinda get the feeling that Nick has some sort of paternal affection for Baby Yoda. Like he feels he needs to take care of him. And this has led him to develop a quite sizable Baby Yoda collection. Guter Mann. So, I decided to give him a ring to see if he could sway me. I'll have you know I'm recording this for my own safety. I want to get an Kollege ist schon angriffslustig. Understanding here of what your problem is. Don't tell me it's not a problem. On Discord you told me I just have a humble collection. How many of the dolls do you have? Let me just preface this. Every single one of these I have has been a gift. So you wouldn't spend your own money on this? No chance. I got this guy. I got this guy. I got this guy. Like, how can you not like this guy? Come on. Right, this one I got for Christmas, and it was $140. It's like $140, Alter. Dafür hast du bei NTG irgendwann 5 Stück davon bekommen. Like Infinity Stones. Like, I think Baby Yoda could solo the entire verse, to be honest. Look, you can feed him. Hear that? Hear that? I knew it. This is some sort of messed up paternal void that you're trying to fill in your own brain. He's not listening. I actually do hate these, though. Like, honestly, if it wasn't for the fact they were sentimental gifts, I would fucking throw them all into an incinerator. Okay? Thank God! I knew it! I knew it! Noch ein Hater, sag mal. Well, we tried. Okay, so a few months ago, I made a video pretty similar to this one where I talked about Shrek stuff. And one of my biggest regrets was not truly owning any of the actual products. I didn't actually taste the limited edition Swamp Milk. I didn't truly handle the promotional Shrek NASCAR figures. But today that all changes. Because now, this show has a budget. Oh, there I am. Okay. Let's start with this one. Whoop. That way. Jesus. Okay. So einen Becher habe ich auch noch. Den Becher habe ich das ist der Pepsi-Becher von Pizza Hut, glaube ich, war der. Und den habe ich mit Watto. First up. Ja, Mann. Oh, das ist das Geilste. Der Micro Machines Jar Jar Binks Kopf. Der schmeckt saftig, Alter. Got the Star Wars Jar Jar Binks. Habe ich natürlich. Einen schönen Gruß auch an meine Bubble. Natürlich habe ich den. Ich glaube, ich habe ihn aber nicht auf VP. Kommt auf die Geburtstagsliste. Schreibt ihr eigentlich mit? Habt ihr schon mitgeschrieben? Pepsi Man auf der PlayStation 1, die Jar Jar Statue von Pepsi und hier den Kopf original verpackt. Ja? Jar Jar Binks im Naboo-Set. Mega. Transforming Action Set. Made by Galoob. Ja, Mann. From what I can tell, this line of toys started production sometime in... Das war so geil. Die hatte ich alle. Ich hatte so viele von diesen scheiß Köpfen, Alter. Habe ich auch immer noch. Aber das Problem ist, ich habe die alle in eine Kiste geworfen, dann sind die aufgegangen, jetzt liegen die ganzen Einzelteile rum. Ich fände es nie wieder. Müsste jemand einstellen, der da sitzt und die zusammenfriemelt, wo was hingehört. 1995. And my God, there's a lot of them. Ja. The gimmick involves a head or a bust of a popular Star Wars figure that can transform into a playset. This line covered practically every popular character, including Boba Fett, ja, Mann. Darth Vader. Ja, Mann. Mit dem Endkampf und dem Fenster, was hinten gerissen war, konntest du aufmachen, konntest das Dings rausschmeißen. Palpatine. Ultra krass.
Chewbacca. Ja, Mann, da war Endor drin. Ne? Da war Endor drin. You good? And of course, Jar Ey. Binks. Okay, so let's take a look at some of the features of this thing. So what we have here Der Mann macht is sich aber die letzten bust, paar Minuten ganz schön and you can unbeliebt, ne? Kind of just Die Community gibt einen Daumen nach unten, mein Freund. And there we go. In just a few short steps, Jar Jar Binks has successfully transformed into the underwater city of Otogunga. Okay, nightmare Geil. fuel aside, this thing is pretty neat for about 6 or 7 minutes. You've got some interesting little play features like these spinning fish, little vehicles that pop out, Genial. and even a trap door, which is made possible by Jerry. Ey, da steckte, aber jetzt mal, ich weiß, das ist natürlich auch ein bisschen trashy, ne? Aber jetzt mal Real Talk, das war schon geiles Spielzeug. Das war super ausgecheckt. So, da hat sich zumindest jemand Gedanken gemacht und nicht nur gesagt, na, wir gießen halt einfach jetzt hier so mit dem 3D, irgendwas in 3G, in 3D-Printer, sondern da war schon Mighty Max, Polly Pocket, die ganzen Dinger, diese Star Wars Hats und so, das war ultra geil, Alter. Kann man nicht haten, Alter. Was bist du für ein Hater eigentlich hier in Amerika da drüben, Alter? Immer nur am Haten. Eye socket into like a slide contraption. It's all very. Das ist genial, das ist irre. Die haben die Sachen so konzipiert, dass dann nochmal eine Tür aufgeht. Das ist Wahnsinn. Das ist teilweise richtig krass von dem Designs her. Very weird. I mean, the side you display is already strange enough, but I mean, just turn it around and. I don't like it. Why do this? There's also something about Wir mögen dich nicht mehr. Du warst mal bis Punkt X warst du sehr sympathisch. Dann hast du hier mit deinem komischen Insel-Nerd-Freund hast du gegen Baby Grogu gewettert und jetzt kommst du noch jetzt mit der Jar Jar Kopf noch irgendwie sagst du, den magst du nicht? Ich finde es suspekt hier. Organic creatures transforming into landscapes that. Ja, mit seinem Star Trek-Shirt. Oh, den hatte ich auch. Jabbas Palast. Da konntest du die Rancor-Klappe aufmachen. Unten war der Rancor drin. Genial. Hier unten das Maul. Seht ihr nicht? Hier unten das Maul da kannst du den Rancor, da stand der Rancor drin. Krass. Ey, das ist einfach das Kunst. Für mich ist das Kunst, ne? Ja. Mit seinem Star Trek-T-Shirt sitzt er da. Finde ich auch. Ist wie wenn man sagt so, wir holen uns was bei McDonald's, aber setzen uns beim Essen auf den Burger King Parkplatz. Arschloch. Triggers some sort of deeply unearthed phobia in me. Like, look at Yoda. Does this make you uncomfortable? Nee. Bei Jabba war es tatsächlich Mos Eisley. Bei wem war es denn? Bei wem war denn unten? Einer hatte auch die Klappe. Mit dem Rancor. Wer war das? Wer hatte die Klappe mit dem Rancor? Boba Fett? Nee. Han Solo? Könnte Han Solo gewesen sein. Unearthed phobia in me. Like, look at Yoda. Does this make you uncomfortable? Dagobah. But regardless, I think this one was worth it. Sure, it's completely ridiculous, but we all got to learn a bit more about Gungan anatomy, and it makes a great addition to my growing Jar Jar Binks collection. Anatomy, and it makes a great addition to my growing Jar Jar Binks collection. Wie
kann das eigentlich passieren? Ich habe nichts gemacht. Das bedeutet Krieg. Bis jetzt habe ich auch beides. Es macht im Übrigen gar keinen Sinn, dass Jar Jar Binks bei dieser Statue zur Kantina tanzt. Ich habe die Figur im Übrigen zweimal. Ich habe sie OVP und ausgepackt. Okay, what else? What else? Oh, jeez. Oh, yes. I forgot about you. This was a mistake. You ever place a $50 offer on Jar Jar? Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Bubble bath because you somehow managed to convince yourself that this is what content is? I did. And at this point, I'm starting to realize the bit isn't that funny. So, I mean, I'm willing to settle for, like, a giggle or, like, a sharp exhale through the nose. Can't you just return it? What am I gonna say? Sorry, sir. The 23-year-old Jar Jar Binks bubble bath you sent me didn't live up to my expectations. Pass me the dancing Jar Jar. I wanna press the button again. Leute, hier hat jemand einen Link geschickt. Geburtstag, ne? Es ist der 15. Januar. Ihr habt noch 12. Wie viele Tage hat er? 27 plus 16 ist 43. Ich habe noch 43 Tage Zeit, meine Geburtstagsgeschenke zu besorgen. Gebt euch Mühe. Ihr habt sogar ein paar Tage mehr, weil ich ja erst in London bin. Und deswegen, ihr könnt es mir erst am 2. März geben. Okay, next. Ist schon witzig. What do we got? Alright. Oh, I am looking forward to the... Oh mein Gott, das kenne ich nicht. Nein, 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 nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es gab einen mit Schleim füllenden Jabba the Hutt, der die Frösche ausspuckt. Halt dein Maul! Halt dein verficktes Maul! Nein! Nein, 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 nein! Das ist genial! Das möchte ich haben! Alter Vater! $135. Nein! Was gibt's bei eBay günstiger? Kauf sowas nicht bei Amazon, Alter. So, Jabba the Hutt has had an interesting run of toys, ranging from the Jabba Auf die Geburtstagsliste. Was ist jetzt los eigentlich? Hutt Stretch Armstrong to 1997. Nein! Es gab einen Stretch Armstrong? Jabba Action. Oh mein Gott, warum habe ich keine Jabba the Hutt Sammlung? Das ist ja genau so geil. Which just doesn't look quite right. I can't put my finger on why. It's like... Das war halt, der Jabba sah halt so aus in dem Episode 4, in dem digitalen Re-Release. Den habe ich, der ist fantastisch. Den habe ich. Ich habe so viel. Human eyes on a dog. It just feels like something's off. But out of all... Die Liste wird lang und teuer. Ist das jetzt ein Grund, hier Zwinker-Smileys zu benutzen? Sind wir eigentlich in der verfickten Hölle angekommen? Können wir das lassen? All the Jabba rendition. Oh mein Gott. Over the years, it's this one that almost certainly takes the cake. So it's pretty neat. Basically, what you do is you have some Jabba glob. Some Jabba glob. It's a goo. And you'll see here, Jabba spits it up on himself. You remember that? Remember that from the movie? So we've got some goo, and we've got some frogs here, and we're basically going to feed them to Jabba. Aber er spuckt ja wirklich die Frösche aus, oder? Er spuckt doch den Frosch aus, um, die Glocke zu läuten, um das Podrennen zu starten. Ah! You can see here. Ist schon Movie-akkurat. You kinda put... Wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Ist schon Movie-akkurat. The goo inside of Jabba, then you push down and
He's supposed to spit up on him. Ich fand alle Spielsachen mit Schleim richtig krass, Alter. Ich hab, mein Ghostbusters Haus, ne? Auf der Packung vom Ghostbusters Haus haben sie ja den Schleim oben durchgekippt und dann lief der durch so ein Gitter und dann hab ich gedacht, muss ich ausmachen. Die Flecken ich hab das einmal gemacht, hab die Flecken nie mehr rausbekommen. Das war so ekelhaft, Alter. Das hat gar nicht geklappt. Der war immer dreckig. Da war immer ein Fleck auf dem Boden und oben in diesem Gitter, das hat meine Mutter, das hat man nicht mehr rausbekommen. Das war so ekelhaft. Du hast immer noch diesen getrockneten Schleim, der dann immer noch so ganz glasig war, hat man dann noch so durchgedrückt. Ekelhaft, Alter. If this kid looks like he's enjoying it, I don't know. Ooh, I like this. Squeeze the Hutt's head to ooze his slimy treat. Can I get 8 restricted for saying that? Be sure not to eat any yourself. No promises. Okay, let's pop this sucker open. Quick water break. Let's take a look at you. Ja, die Betonmischer-Trucks. Er hat ihn wirklich ausgepackt, ne? Oh, wie hießen die nochmal? Diese Monster-Trucks, die Monster waren. Die waren crazy, Alter. Die waren auch von Micro Machines oder sowas, oder? Beastens? Nee, Beast-Dings war doch Transformer-Insekten. Ooh, squishier than I thought. And here we have the 25-year-old Star Wars Episode 1. Er hat's wirklich ausgepackt. Guck mal, Jabba hat wirklich, der hat so Männertitten wie Heiko Schrank. Guck mal. Jabba hat einfach geile Männertitten wie Heiko Schrank. Schwitzt wahrscheinlich auch ganz schön. Jabba Glob. Let's see how this stuff. Jabba trotzdem 1 Million Mal weniger unangenehm als Heiko Schrank. Ich habe gestern die Heiko Schrank-Doku geguckt bei Dekadent auf dem VOD-Channel, wo Heiko Schrank selber seinen Gerichtsprozess mit Yoko Ono bearbeitet. Das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Das muss man immer bedenken, das hat er selber inszeniert, diese Dokumentation, die aussieht wie eine schlechte RTL-Doku. Das müsst ihr euch reinziehen. Der wurde von den Anwälten von Yoko Ono verklagt, weil er ein Bild von John Lennon im Hintergrund hatte und hat alles verloren. Und das ist halt so ein Schwurbeltyp, der auch so ganz viel dumme Scheiße geredet hat. Und das war eine politische Agenda, die da natürlich verfolgt wurde. Das war natürlich ein politischer Prozess, war. Das hatte natürlich nichts mehr mit Objektivität zu tun. Hold up. Ooh. Sounds solid. That's not a good sign. Nee, das ist kein gutes Zeichen, Bruder. Aber ich find's toll, dass er in den Selbstversuch geht. Let's see if the camera can see that. That's what we want to see. I don't know. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Tell, but there's a little bit of residue pooling inside of there now. Gonna give that the 25-year-old sniff test. Oh, it actually smells really, really disgusting. Yeah, whew, okay. Oh, that's foul. That's foul. Oh, just gonna go in one more time. Oh my. Dass er 4-mal dran riecht. God, it smells like if a tennis ball could die. Attack Pack Sliminator. Alter. Oh, God. Why do I keep doing it? I gotta stop smelling it. It's getting on my fingers. We need to get some air in here. Oh, God. Ooh. This is fun. I like this. Okay. So, I took a quick break and returned with a concoction of convenience store candy that I have tried to stir into something similar to the goo that was originally in this. That's what I'm talking about. That's looking like some real Jabba glob. Did I spill everywhere? So according to this, we're supposed to take the goo and pour it right into Jabba's head. Oh yeah. And next we are supposed to insert the can in his head. Oh, wrong way, my bad. Okay, this is messy. Let's do this quick, shall we? Okay, 3, 2, 1, results. Oh, Genial. Yeah. Wie kann man es nicht geil finden? Jabba. Where's your manner? Riley the Hut, Alter. Jabba? Okay, so the version that I made is technically edible, but I don't want to put this in my mouth. I'm going to be right back. One sec. Okay. Let's take a look at the damage here. Oh, not a single frog. Not a single frog. Keinen einzigen Frog ausgespuckt. Okay, well, we tried. Mann, Alter. Good stuff.
Okay, so what have we learned today? Well, if I was successful, hopefully not too much. This wasn't meant to be some deeply analytical thesis on Star Wars marketing or a commentary on how the franchise has changed over the years. The fact is, Star Wars is very quickly gearing up for its 50th anniversary. And just like with any long-lived franchise, there's some awesome, amazing content, and then there's... So, here's to Disney, Marfalump, Baby Yoda blind boxes, and whatever other godforsaken junk our corporate overlords try to put in our trough. Cheers. Oh! Tastes like pennies! I can't. Das fand ich trotzdem ein sehr witziges Video. Aber den Daumen, ja, ich gebe ihm den Daumen aus Versehen. Aus Versehen. Hat auch noch nicht so viel Likes, das Video. Ja, hat sich nicht so viel Likes damit gemacht wie mit dem Shrek-Video. This video is sponsored by Surfshark. Gerade nicht mal 10.000. Aber 216.000 Klicks hat's. Naja, war auf jeden Fall ganz witzig, hat Spaß gemacht und ja, haben wir wieder was, ich finde, wir haben sehr viel gelernt. Und ich konnte ein bisschen noch was erzählen über Merchandise. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das fand sowas würde ich mir ganz oft wünschen, so ein Quatsch. Welt seid mir gegrüßt! Welche anzüglichen Fotos verschicken Lego-Männchen von sich? Brickpics. Da waren irgendwelche Typen, die haben einfach nur Fortnite vor der Kamera gespielt, ein bisschen Energy-Drinks gesoffen und auf einmal waren die Millionäre, aber keiner hat's hinterfragt. Knights Homelander. Damals als Star Wars noch in die war die Welt noch in Ordnung. Schönes Sonntag! Ach du liebe Zeit. Der kleine Maxi! Gar nicht so leicht, einen schweren Metallhebel zu bewegen, wenn man doch nur schwache Kinderarme hat. Ich bin Vixi, ein Zwerg aus Holland. Es gibt auf einmal starke Frauen, das habe ich ja noch nie gehört. Werd niemals Everybody's Darling. Toller Applaus, tolle Leute, das wird greatartig.